meine Lieben, da bin ich wieder. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute will ich mal ganz was Einfaches machen und auch Leckeres. Kuchen mit Kefir. Auf Russisch heißen sie Lepешки, kennen viele. Und meine Mama hat sie auf ihren Dialekt Pischke genannt. Sie hat uns sehr oft sie gebacken, als wir noch zu Hause waren. Also alles, was wir dazu brauchen, ist einfach Mehl. Ich habe hier jetzt 550 Gramm ungefähr, gesiebt schon, 300 Milliliter Kefir, am besten wenn er Zimmertemperatur hat. Dann einen ungefähr halben Liter Öl zum Ausbraten, ein Teelöffel Salz, ein Teelöffel Backpulver und ein Esslöffel Zucker. So, wir beginnen jetzt den Teig zu machen. Ich tue erstmal jetzt den Kefir rein. Dann kommt den Zucker rein, also ein Esslöffel Zucker, ein Teelöffel Salz und ein Teelöffel Backpulver. Das Ganze mische ich jetzt erstmal und nach Mehl rein tun, nicht direkt alles auf einmal. Vielleicht brauche ich das auch nicht. Ich guck mal jetzt. Weil der Teig soll nicht so fest sein. So, ich habe jetzt den Teig geknetet, wie ihr seht. Ich habe das Mehl nicht ganz gebraucht. Also 300 Gramm, 350 Gramm Mehl reichen vollkommen für 300 Milliliter Kefir. Jetzt werde ich das richtig schön kneten. Also ich habe jetzt den Teig richtig geknetet, so ungefähr muss er sein. Nicht so ganz fest. Jetzt kommt er mir in so eine Gefriertüte. Der braucht ein bisschen Ruhe, so für eine halbe Stunde. Lasse ich ihn in Ruhe und dann werde ich das auspacken. So, es geht weiter. Mein Teig hat sich jetzt soweit ausgeruht. Jetzt hole ich ihn hier raus. Mache mir so eine bisschen längere Wurst. Also ist schon komisch. In meiner Kindheit hat das meine Mama für uns sehr oft gemacht. Jetzt mache ich das für meine Mama. Sie hat sich schon vor ein paar Tagen das gewünscht. So, jetzt nehme ich mir ein Messer und tue mir so schneiden, so Kugelchen. So. Ein bisschen sie zusammen kneten. Also ich werde jetzt anfangen, sie auszurollen. So, die Größe ist normal. Ungefähr so. Ich weiß nicht, wie viel Zentimeter sie sind. 2, 3 wahrscheinlich. Ich schneide in der Mitte jetzt so 2 Schnitte gemacht, damit sie jetzt in der Mitte nicht so aufplatzen. Wer geht erstmal dahin? Ich werde erstmal alle ausrollen und dann werden wir uns wiedersehen. Also es geht weiter. Ich habe jetzt in die Pfanne so ungefähr mehr als halben Liter Öl reingetan. Es heiß gemacht. Bei mir ist jetzt der Herd auf 9 erstmal. Ich kontrolliere erstmal, ob das Öl auch heiß genug ist. Bisschen Stückchen, kleines bisschen Teig nehmen. Ja, es ist heiß. So, ich hole es raus. Also, jetzt werde ich den Ofen erstmal auf 7 stellen. Es muss nicht so heiß, schnell braten, sonst werden sie zu schnell braun. So, ich lege mir das jetzt auf so ein Küchentuchpapier, damit das abtropft. Und mache weiter. Also sie sollen ungefähr 1 Minute von jeder Seite goldbraun anbraten. Aber auch nicht so scharf.
So, meine Lieben, ich habe jetzt meinen Käferkuchen oder Lipöschki oder auch Pischke, wie meine Mama nennt, fertig. Ich habe dafür 10 Minuten ungefähr gebraucht. Es geht schnell, sind ganz lecker. Man kann sie mit Marmelade essen, mit auch Herzsaft, wie auch immer. Man kann sie auch einfrieren, wenn man zum Beispiel nicht alle direkt aufisst, in so eine Gefriertüte und dann rausholen, kurz vielleicht in den Ofen, Backofen, und dann sind sie wie frisch. Also ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und solange Sie noch warm sind, gehe ich jetzt zu meiner Mama und wir trinken Käffchen mit ihr.